Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Insofern waren wir alle unheimlich happy bis zum September 97. Ja. So, das war aber dann sozusagen, September 97 war der Prolog, das Bühnenstück war dann im Oktober 97. Ja. Und im August war sozusagen der Prolog vor dem Prolog, das war nämlich der tödliche Unfall von Prinzessin Diana, die ja in Paris in einer S-Klasse tödlich verunglückt ist. Übrigens der ehemalige Dienstwagen meines PR-Chefs in Paris. Ach, tatsächlich einen Gebrauchtwagen hat sie gehabt. Ja, das so. Und an diesem 31. August 97 stehe ich morgens um 8 Uhr im Badezimmer, rasiere mich und ich höre im Radio, Prinzessin Diana ist heute am frühen Morgen in Paris mit einer S-Klasse 600 tödlich verunglückt. Nee, was ist das? Schnell meine Frau geweckt, ich sage, zieh dich an, heute gibt es viel Arbeit. Ja. Dann bin ich ins Fernsehzimmer, habe eingeschaltet BBC und da war Breaking News und da sah ich gerade, wie diese das Bild habe ich heute noch vor Augen, wie diese total zertrümmerte S-Klasse auf den Abschlepper gehoben wird. Das Bild hat jeder vor Augen. So, ne? Ja. Und es hat nicht mehr lange gedauert, es war so gegen 8:30 rief der Werkschutz an, Mercedes, weil über den sind alle Telefone an Wochenenden geschaltet. Herr Nestor, wir haben unheimlich viele Journalistenanfragen. Was soll man denn mit denen machen? Sag ich, wie viele sind es denn? Ja, der sagt minütlich. Ja, sag ich, gut, dann habe ich keine Zeit ins Werk zu kommen, dann stellen Sie die mir alle nach Hause. Ja, ich beantworte die dann halt hier. Ja. So. Und es war dieser Sonntagmorgen, einer jener Tage, wo niemand, den ich gebraucht hätte, erreichbar war. Ja, also die Vorstände waren alle in Fliegern weg von Stuttgart oder auf dem Weg zurück nach Stuttgart. Der oberste Sicherheitsentwickler war in einem Wohnmobil mit ausgeschaltetem Handy in Südfrankreich. Und ich saß da bei mir zu Hause im Büro ganz alleine und sah das, was die ganze Welt in dem Moment sah und sollte jetzt einen Kommentar abgeben dazu. Okay, Wahnsinn. Ohne Infos, Wie es zu dem Crash kam, wie schnell das Gar Auto nicht. war. Ich hatte nur das Breaking News im Fernsehen vor mir. Okay. So. Und wie das dann so ist, manchmal hat man Glück im Leben. Mir war klar, der ist natürlich mit überhöhter Geschwindigkeit gegen eine unverrückbare Barriere. Klar. So. Also, das heißt, in der Welt der Automobilsicherheit, es war ein GAU. Der größte anzunehmende Unfall. Für den es keinen Schutz gibt. Also die Physik hört irgendwann im Auto auf. Sowohl die des Autos als auch die des menschlichen Körpers. So. Und das ist so bei etwa 65, 70 der Fall in der Regel. Ja? So. Deshalb gibt es kein Auto, das Crashtests oberhalb dieser Geschwindigkeiten aushalten kann. Das geht eigentlich gar nicht. So. Also habe ich gesagt, okay, das Auto hatte einen Unfall, den man in der automobilen Fachwelt als GAU bezeichnet. Dafür gibt es keine Entwicklung auf der Welt, die ein Auto, egal welcher Marke, schützen kann. Ja? Wir bedauern das zutiefst, dabei Prinzessin Diana und ihre Mitfahrer getötet wurden. Und wir haben ja eine Unfallforschungsabteilung in Stuttgart, die steht abflugbereit, wenn die Polizei in Paris wünscht, dass wir bei der Ermittlung der Unfallursache uns beteiligen. Weil mir war klar, die Welt wird durch diesen Tod von der Diana in Schmerz verfallen, in Trauer verfallen. Und wo Trauer ist und Schmerz, ist das Wichtigste, was du signalisieren musst, Hilfe. Du bist bereit zu helfen. Ja? Und das war mein Satz. Wir helfen gerne bei der Ermittlung der Unfallursache, nicht bei der Untersuchung des Autos. Ich wollte das alles vom Auto weghaben. Deshalb die Beschreibung GAU als größter anzunehmender Unfall, egal für welche Marke. Und hier Ermittlung der Unfallursache. So. Die waren natürlich nicht abflugbereit, aber man hätte die zusammenbekommen. Und die Mercedes-Unfallforscher waren damals schon geniale Typen. Also die legendäre Sicherheit der Mercedes-Autos ist
denen zu verdanken, die oft ausrücken, wenn Unfälle gemeldet werden mit einem Hergang, der ungewöhnlich ist. Ja, dann fahren die zum Unfallort, untersuchen das Auto und ziehen diese Ergebnisse als Forschung wieder in die Sicherheitsentwicklung hinein. Okay. Ja, das ist wunderbar. So, also der Anruf kam nicht natürlich aus Paris. Dann mittags hatte ich dann den Chef von Mercedes France am Apparat und wusste, es ist kein 600er, sondern nur ein 280er einer Mietwagenfirma in Paris, die das Auto von Mercedes Paris gekauft hatten als Mietwagen, der aber dann mal gestohlen wurde und ziemlich entkernt auf einem Autobahnparkplatz gefunden wurde, wieder hergerichtet wurde und dann als Mietwagen eingesetzt. So, daraus entwickelten sich dann in der Folge natürlich eine ganze Menge von Verschwörungstheorien. Was hat da irgendein Geheimdienst vielleicht in der Zeit in das Auto eingebaut? Ist das Auto fremdgesteuert worden? Hatte das einen geplanten Fehler drin? Und. Also Verschwörungstheorien ohne Ende. Ja. Und wir hatten dann aber, Gott sei Dank, sage ich nochmal, das Statement musste ich nie revidieren. Das, was ich da so ad hoc gegeben habe, steht bis heute, musste ich nicht revidieren. Und sie war ja auch noch nicht angeschnallt, glaube ich, ne? War das nicht auch noch so? Das haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst. klar. Aber Nee, aber in der jetzt im Tat, es war keiner in dem Auto angeschnallt. Wir haben ja dann Monate später auf Einladung der Pariser Polizei Zugang zu dem Auto bekommen, konnten es uns auch anschauen und wurden dann gebeten, selbst diesen Crash zu simulieren, um herauszufinden, wie etwa die Endgeschwindigkeit gewesen sein könnte. Und wir haben dann 3 Crashtests gefahren in Sindelfingen in der Crashanlage mit S-Klassen gegen eine unverrückbare Barriere und kamen dann zu dem Ergebnis, dass die Crashgeschwindigkeit zwischen 112 und 119 km/h gewesen sein muss, anhand der Deformationen am Auto. Aber dafür mussten sie 3 S-Klassen zerschmettern. Okay. Mercedes macht über 1000 Crashtests im Jahr. Ja. Rechnen Sie mal vor, was die am Tag an Autos kaputt fahren. Ja? Kommt es auch nicht mehr drauf an. Dann kommt es nicht mehr drauf an. Nein, wir haben das auch sehr gerne gemacht, weil wir hatten ja selbst ein Interesse drin. Ja. Das Phänomen bei der Sache war, das Auto war exzellent nach dem Unfall noch. Es war ja nicht das Auto, das wir gesehen haben, als es auf den Hänger, auf den Transporter drauf kam. Da war es ja schon zerschnitten. Eben. Da hatte man das Dach schon weggeschnitten, die Türen rausgerissen und so. Das Auto ist in der Karosserie bei dem Unfall nicht zusammengebrochen, was kein Mensch vorher geglaubt hätte, dass das möglich ist. Okay. Ja, es ist nicht zusammengebrochen. Es saßen 4 Leute drin, die 4 verschiedene Unfälle hatten in dem einen Auto. Der Fahrer, keiner angeschnallt, der Fahrer ist zerquetscht worden am Lenkrad, dadurch, dass der Dodi von hinten nach vorne geflogen ist und sozusagen den Sitz so weit nach vorne gedrückt hat, noch, dass der Fahrer zwischen Airbag, Lenkrad, Airbag und Rückenlehne zerdrückt wurde. Dodi hatte Kopfverletzungen durch die B-Säule, die tödlich waren. Der Beifahrer vorne hat überlebt, der Bodyguard. Der hatte nur schwere Armverletzungen links, weil der ist in den Airbag geflogen und dann ist der linke Arm Richtung Lenkrad und das Lenkrad ist nach innen gekommen und da hat er sich verletzt, hat aber überlebt. Das muss man sich vorstellen, einen solchen Unfall unangeschnallt zu überleben. Und Prinzessin Diana, die, wie der Experte sagt, out of position im Auto lag, die war also sozusagen im Arm von Dodi, die ist runter in den Fußraum gefallen und war auch am Anfang noch bei Bewusstsein, hatte aber eigentlich auch keine sichtbaren schweren körperlichen Verletzungen. Und ich wage heute die Behauptung, dass sie in Amerika überlebt hätte. Weil die Amerikaner haben ein anderes Rettungssystem als wir. Ob unseres besser oder schlechter ist, will ich nicht bewerten. Ich glaube eher, unseres ist noch besser. Aber bei denen ist es simpel. Wenn jemand verunglückt, schwer verletzt ist, dann kommt er in das nächste Transportmittel hinein, egal was es ist, und wird so schnell es geht zum Krankenhaus gefahren. Ja. Wir kommen an mit Rettungswagen, die wie OP-Säle ausgestattet sind und machen das Unfallopfer, den Patienten, zunächst mal transportfähig vor Ort und fahren ihn dann, wenn wir sicher sind, er ist transportierbar, ins Krankenhaus. Und der Rettungswagen mit Prinzessin Diana stand fast 1 Stunde noch am Unfallort und dort wurde sie behandelt. Was man da nicht erkannte, sondern unmittelbar nach Einlieferung dann in das Krankenhaus waren die inneren Blutungen.
und sie ist innerlich verblutet. Die konnte man dann nicht mehr stillen, obwohl man also den Oberkörper geöffnet hat. So, hätte man sie direkt ins Krankenhaus gefahren, hätte man die Blutungen sofort erkannt und hätte dadurch möglicherweise sie retten können. Wenn alle angeschnallt gewesen wären, hätte man vielleicht sogar fast auch sagen können. Da wage ich gar nicht zu behaupten, was dann passiert wäre, nämlich wahrscheinlich noch weniger, als dem Bodyguard passiert ist. Ja. Wenn der Bodyguard angeschnallt gewesen wäre, wäre er nicht mit der linken Hand mit dem Lenkrad in Verbindung gekommen. Wahrscheinlich ausgestiegen einfach. Sowas, ja. So. Also das Auto war für diese Art von Unfall sensationell im Fahren. Hat niemand vorher jemals gedacht, dass das möglich ist. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de